Heute ist der 29. November 2025 und wir hatten über den Talmud Immanuel gesprochen. Und da würde ich gerne noch mal kurz zurückgehen. Wir hatten über das Geisteslehre Andacht gesprochen, beziehungsweise Schöpfungsenergielehre Andacht, und waren dann weitergegangen. Und da wollte ich jetzt noch mal gern zurück zum 6. Kapitel und ich lese es einfach kurz vor. Der 26. Satz lautet: Ihr fastet ja um eurer Gesundheit willen und um der Erweiterung eures Bewusstseins und eures Wissens. Ihr solltet euch auch nicht große Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze an Wissen im Geiste, im Bewusstsein, wo sie weder von Motten noch von Rost gefresset werdet und wo die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz des Wissens ist, da ist auch euer Herz, und der wahre Schatz sind die Weisheit und das Wissen. Mit dem Fasten, da wollte ich fragen, sollte man das generell, ist das eine Empfehlung, dass man Fasten lernt, oder ist das eher unwichtig? Das Fasten ist eigentlich nicht nur allein aufs Essen bezogen, sondern es ist auf alles bezogen, was nicht wirksam ist, was nicht richtig ist zum Leben. Was der Mensch lernen soll, wo er soll fasten mit dem, was gegeben ist an täglichem Leben, was unrichtig ist, so soll er fasten. Das heisst, Fasten heisst also, man soll auslassen, das, was nicht richtig ist. Es bezieht sich also nicht allein aufs Essen und so weiter und so fort, sondern es bezieht sich aufs ganze Leben, dass man das auslassen tut, was nicht richtig ist. Das ist eigentlich das, was Fasten genannt wird. Und das ist verdreht worden, dass es nur noch aufs Essen gilt. Ja. Ursprünglich ist der Sinn vom Fasten der, auslassen, was nicht richtig ist, was nicht der Richtigkeit entspricht. Das ist eigentlich der Ursprung vom Fasten. Also zum Beispiel Zerstreuung oder so sollte man dann auch unterlassen. Also das. Ja, man soll zielgerichtet leben und vorwärts gehen und alles ausser Acht lassen, was nicht richtig ist. Was nicht notwendig ist, was nicht lebensrichtig ist. Das ist eigentlich das Fasten, was ursprünglich war, was aber durch die Religionen verdreht worden ist. Was heisst, Fasten ist eigentlich das, was das Essen soll anbelangen. Ja. Und das ist nicht richtig. Fasten bedeutet das, alles auslassen, was nicht richtig ist. Okay. Und das ist leider sehr weit verdreht worden von alters her, dass Fasten aufs Leben bezogen wird, aufs Essen bezogen wird. Ja, so kannte ich das auch nur so. Ja. Fasten ist eben, dass man nicht isst. Ja. So. Ja. Das ist eine reine Verträge, ein reiner Betrug, der begangen worden ist, dass Fasten aufs Essen bezogen wird, aufs Essen bezogen worden ist. Und das hat sich sehr weg eingefressen. Der ursprüngliche Wert von Fasten, einfach auslassen, was nicht richtig ist, das ist vergessen gekommen. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Ja. Ich glaube nicht, das würde fast jeder sagen. Ja. Dass sich das auf Essen bezieht. Ja, das hat sich sehr weg eingefressen von alters her. Es ist verdreht worden. Ah ja.
Und das Fasten ist wirklich nur auf das bezogen, was nicht richtig ist, soll man nicht machen, soll man ausser Acht lassen. Das ist das eigentliche Fasten. Okay. Gut, dann weiter mit den Schätzen sammeln, dass man also, die Schätze sind das Wissen und die Weisheit. Richtig. Und das wird ja eben abgelagert in den In den Speicher. in den Speicherbänken. Ja. Im Bewusstsein, die Speicherbank und ja, in der Erinnerungen und so weiter und so fort. Ja, wo man dann auch in späteren Leben von profitiert. Ja. Ja, weil, Profitieren kann, so will Ja. profitieren kann. Mit, aber letztendlich durch diese Ansammlung, wenn das immer mehr wird, profitiert man dann doch schon. Also Ja. eigentlich zwangsläufig. das tut sich ablagern in der Speicherebene vom Bewusstsein, oder? Und es wird, wenn der Mensch vor der Welt geht, wenn er also stirbt und die Schöpfungsenergie sich ablagern tut und das verarbeiten tut, wie wir sagen, oder? Es ist eigentlich ein Verarbeitungsvorgang, dann tut sich das speichern im Unbewussten vom schöpfungsenergetischen Bewusstsein. Und das tut sich wiederum übertragen, je nachdem, wie der Mensch lebt, oder wie er sich ausführt, wie er sich gedanklich und so weiter benäht tut, wo es dann wie soll man sagen, abfärben tut aufs Bewusstsein, aufs physische Bewusstsein und das Unterbewusstsein, wo es wieder ein Mensch kann bewusst werden. Ja. Und je höher jemand evolutioniert, desto leichter fällt das, Richtig. da wieder drauf zuzugreifen. Umso mehr kommt das zur Geltung, was im Unbewussten vom schöpferischen Bewusstsein abgelagert ist, dass es übergeht aufs Unterbewusstsein vom physischen Bewusstsein. Und der Mensch dann einfach klar wird, wo er das, wie soll man sagen, ausgreifen tut, oder wie man dem sagen will, wo er abziehen kann davon, und das, ja, Ja, das arbeitet in Ja. jemandem, ne? Das, Ja. richtig. Okay. Aber es muss mal klar sein, dass Fasten nicht einfach aufs Essen bezogen ist, sondern dass das Fasten auf das bezogen ist, alles ausser Acht lassen von dem, was wissensmäßig wichtig ist, oder? Wo wissensmäßig wichtig ist, in dieser Art und Weise, wo es, wie soll ich sagen, wo es eben schädlich wirken tut. Oder wo es negativ wirken tut. Oder das Wissen, das ist ein Scheinwissen, oder? Das ist nicht ein echtes Wissen, es ist ein Scheinwissen, oder? Wo sich ablagern tut als Negatives. Dass also das Fasten auf das bezogen ist, alles das Wissen, wo eben falsch ist, dass das ausser Acht gelassen wird. Das ist nicht eigentlich ein richtiges Wissen, ein positives Wissen, sondern es ist ein negatives Wissen, oder mit dem willst du sagen? Es ist einfach das, was nicht richtig ist, soll ausser Acht gelassen werden, denn das ist der Ursprung von dem, was Fasten genannt wird.
Fasten. Ja, das erinnert mich halt, dass zum Beispiel Quetzal gesagt hat, dass du nur noch Schöpfungsenergielehre-Fragen beantworten sollst, zum Beispiel. Ja. Weil alles andere Ja. im Grunde Zeitverschwendung Ja, ist. richtig. Das erinnern hoffentlich mal ein paar Leute. Ja. Das, Weil- weißt, das ist ja so eingefressen bei den Menschen, Ja. dass Fasten aufs Essen bezogen ist, dass du das nicht mehr so leicht aus dem Kopf der Menschen rausbringst, aus dem Denken der Menschen. Die meinen tatsächlich, Fasten sei aufs Essen bezogen. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Das ist von Ursprung her, ist Fasten, lass das sein, was nicht richtig ist. Oder? Das Wissen, wo der Mensch fälschlicherweise als richtig anschaut, oder? Das ist auch ein Wissen, oder? Aber es ist ein negatives Wissen. Und das soll durchs Fasten eben ausser Acht gelassen werden. Hm. Das ist der eigentliche Ursprung von dem, was der Mensch heute unter Fasten versteht, wo er aber völlig falsch interpretieren tut, weil der Ursprung, der Wert vom Ursprung vom Wort Fasten verloren gegangen ist, weil etwas anderes daraus gemacht worden ist, als das, was es wirklich ist. Ja. Ja, und im Grunde sollte man das immer machen. Ja, Dass man sich, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Ziel setzt, da zielgerichtet drauf hinarbeitet, alles andere außer Acht lässt. Ja. Und wenn man sich jetzt mit der Lehre befasst, oder dass man sich da immer mehr mit befasst, aber immer weniger mit, mit Unwahrheiten. ja, oder unwichtigen weltlichen Dingen, so. Ja. Und selbst wenn es ist, welcher Komet trifft die Erde oder was man sowieso nicht ändern kann oder UFOs, die man fotografiert hat oder ähnliches. Ja. Ne? Ja. Es kommt immer wieder solche Fragen oder Mhm. das, wo ich dann Ja, feststelle, das dass Unwichtige, das Unwahre oder mit dem alles, was du sagen, es gibt manche Begriffe dafür, sollst du einfach außer Acht lassen durch das Fasten. ja, Fasten bedeutet ursprünglich außer Acht lassen. Aber das ist völlig verfälscht worden. Der Mensch versteht etwas völlig Falsches heute drunter. ja, Das ist von alters her ist das verfälscht worden. ja, weil du bekommst auch oder ich halt auch immer wieder Fragen, die sich eben nicht mit der Schöpfungsenergielehre befassen. Ja. Und manchmal gehe ich dann da nicht mehr drauf ein oder beziehungsweise schreibe dann halt und auch bei unseren Treffen, den Passivgruppe-Treffen, dass da in der Regel die Hälfte oder so der Fragen sind keine Geisteslehre-Fragen Ja. oder Schöpfungsenergielehre-Fragen. Und dabei ist das Einfach Quatsch. ja, ist einfach sekundär oder unwichtig. Ja. 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 Aber wenn du heute bei einem Menschen von Fasten bist, dann versteht er einfach darunter nicht essen. Ja. Aber Fasten ist wirklich das, akzeptiere nicht das, was nicht der Wahrheit der Wirklichkeit entspricht. Mhm. Das ist das eigentliche Grundwert von dem, was heute Fasten genannt wird, aber falsch verstanden wird, was darunter verstanden wird. Mhm. Dann einfach nicht essen, das bringt dir nichts. Das Fasten im Sinn vom Essen, das bringt dir an und für sich nichts. Ja, Das ist eine kurze Zeit, wo
nutzlos vorbeigeht, weil dann ja einfach nicht gegessen wird, es wird nicht Nahrung zu sich genommen, es wird nur Nahrung zugenommen zu einer bestimmten Zeit pro Tag. Was bringt das? Nichts. Mhm. Wenn du aber fasten tust, in dem Sinn, dass du einfach das auf die Seite lässt und nicht akzeptierst, nicht, dich nicht befassen tust, was nicht richtig ist, oder? Sondern einfach das auf die Seite lässt, oder? Und normal denkst, wertvoll denkst, Entschlüsse fassen tust, die richtig sind, Erkenntnis gewinnen tust, die richtig sind, dann bringt es dir etwas. Aber durch das, dass du einfach zu einer bestimmten Zeit den Tag durch nichts isst, dafür nachher tust schlemmen, oder? Weil du dann eben Hunger hast, das nützt dir eigentlich gar nicht. Ja. So kannst du vielleicht noch Magenkrämpfe kriegen. Oder weiss ich was, oder? Ja. Es ist richtig gesehen eigentlich ein Witz, was daraus gemacht worden ist, aus Fasten. Ja. Und Ja, ist so. Gut. 35. Satz. Ihr könnet nicht der Anschwellung, in Klammern Entwicklung, eures Bewusstseins dienen und zur gleichen Zeit in Geiz und Habgier dem Mammon. Darum sage ich euch, sorget euch um das Wissen eures Bewusstseins und darum, was ihr heute und morgen esset und was ihr trinket. Also sorget euch auch um euren Leib, womit ihr ihn kleiden werdet. Dies mit dem Mammon, das ist ja ein bekannter Ausdruck im Grunde. Das, aber ich sehe das eben als der Materialismus. das ist Materialismus. Mammon ist Materialismus. Ja, und da wollte ich dich schon länger... Das hat es einfach früher geheißen und in der neuen Sprache hat das dann eben das daraus gegeben. Materialismus. Oder? Ja. Früher hat es geheißen Mammon. Frönet nicht dem Mammon. Ja, das tut unsere Gesellschaft ja immer mehr. Ja, immer mehr. Gerade in der heutigen Zeit. Wie würden die Plejaden das zum Beispiel, dieses Gefälle von superreich und der breiten Masse, die nichts hat, ist ja so, wird immer größer. Also die Schere klafft ja immer weiter auseinander. Das weiß ich nicht, wie es das nennen. Na, ich meine, würden Sie zum Beispiel, weil manche haben zum Beispiel schon mal vorgeschlagen, dass es für reiche Menschen so ein Limit geben sollte, wie viel sie besitzen dürfen. Und ich hatte da auch schon, wo sollte man zum Beispiel dieses Limit setzen? Also bei 100 Millionen oder bei 50 Millionen oder... Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht darum. Ja. Weil dass es da noch nie Gedanken gemacht. Weil dass es da Unterschiede gibt, ist ja eigentlich nicht so schlimm. Aber jetzt ist das mittlerweile so vollkommen absurd. Katastrophe. Es ist wirklich so vollkommen absurd. Früher gab es zum Beispiel, als ich klein war, gab es noch keine Milliardäre. Also wer da 100 Millionen hatte, war superreich. Und heutzutage bist du da noch nicht mal im Mittelfeld. Ja, du bist noch nicht mal im Mittelfeld. Also 100 Milliarden manche und mehr. Also was die inoffiziellen Zahlen sind ja noch viel höher. Aber und die Reichsten werden sowieso nicht genannt in diesen Listen. Aber oder weit unten. Aber das ist so ein Gefälle, dass irgendwie, das ist ja, wie du das auch einmal beschrieben hast, da 130 Ultrareiche besitzen die Hälfte der Ressourcen oder der Assets in der Welt, wo, dass man sozusagen,
konkreter sagen kann, hier, ab da wird's unvernünftig, sozusagen. Da habe ich schon häufiger drüber nachgedacht und finde das schwer zu definieren. Also 1 Milliarde finde ich schon mal absurd, dass jemand 1 Milliarde hat. Brauchst du nie. Also ja, ja, das wäre interessant zu wissen, wie die Playern überhaupt also unser Geldsystem ist ja eine reine Ausbeutung und ungerecht. Das ist ein Mittel zur Ausbeutung Ja, und zur Unterdrückung. ja, Eindeutig zur Unterdrückung. Die weniger haben, noch weniger haben, noch weniger haben, die werden als Zürichdeutsch als Dreck angeschaut und als Dreck behandelt. ja, Oder? Und je reicher das der Mensch ist, umso mehr Ansehen gewinnt er, umso mehr wird er respektiert und so weiter und so fort. Es ist ein Servweg, dass der Mensch beurteilt wird nach dem, was er an Geld besitzt oder nicht. ja. Ja. So wächst auch sein Ansehen. Und der am wenigsten hat, der am ärmsten ist, wie man so sagt, der wird so behandelt, wie wenn du auf den Dreck rumlaufst. Wie der Dreck unter den Füßen, unter den Schuhen. Ja, und wie stark das auch die Medien propagieren. Da das eben, also zum Beispiel George Soros hat an einem Tag mal 1 Milliarde verdient. 1 Milliarde an einem Tag. Natürlich hat er darauf hingearbeitet, aber an diesem einen Tag hat er eben gegen das britische Pfund gewettet und hat dann da gewonnen, sozusagen mit anderen Investoren. Ja, ja. Aber das ist und er gilt als sozusagen super erfolgreicher Investor und wird sozusagen zum Teil in den Himmel gehoben, so. Und hat im Grunde aber der gesamten Bevölkerung, die das Pfund als Währung hat, also das Vereinigte Königreich, England, Schaden zugerichtet, weil die zahlen die Zeche. Also alle da. Und dass dann die Presse sowas dann noch als Leistung irgendwie, wo jemand da nur volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet hat, aus reinem Egoismus, also legal, aber eben doch Schaden angerichtet, dass da weder Gesetze erlassen werden, um das zu stoppen, dass weder die Person eher geächtet wird, als dass sie sozusagen in den Himmel gehoben wird. Manche äußern sich schon ein bisschen kritisch dazu, aber ja, dann wird's wieder vergessen. Also keine starke oder ernsthafte Kritik sozusagen. Und das ist, wo ich das einfach nicht verstehen kann. Ja, weißt, der Mensch ist, wenn du das richtig betrachtest, schnelllebig. Dem sagen wir in der Schweiz schnelllebig. Und in dem liegt alles begraben, was an und für sich das Materielle, das Geld, wir müssen ja von Geld reden, was Geld anbelangt. Und je weniger das der Mensch hat, umso mehr wird er missachtet, oder? Und je mehr das er hat, umso mehr wird er geachtet, angeblich geachtet. Es ist aber in Wirklichkeit ein Neid. Es wird beneidet. Oder? Und das sagen sie nachher dem Achtung. Oder? Ja. Es ist aber nicht das, was der Mensch eigentlich braucht, dass ein Level ist, wo alles gleich ist. Weißt du, wie soll man sagen, wo kein Unterschied ist nach oben und unten, sondern dass alles eben laufen tut. Ob er genug hat zum Leben oder wenig hat zum Leben und einander dann geholfen wird, der weniger hat,
kommt dann mehr über von denen, wo mehr hat, oder dass alles ausgeglichen laufen tut. Und das ist mit dem Geld, mit dem Mammon, ist das nicht möglich, weil ein Unterschied besteht darin, dass der weniger hat, schlecht behandelt wird, der mehr hat, aus der angeblichen Achtung raus mehr beachtet wird und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit ist es nicht die Beachtung, wo einem anderen, der mehr hat, gegeben wird, oder? Das ist eigentlich ein Neid, eine Neidung. Ja, das denke ich auch so, dass eben, wenn die Leute dann nicht mehr sind, dass die dann nicht mehr viel Achtung bekommen, während Leute wie Gandhi oder so, Ja. oder Martin Luther King immer noch sehr geachtet sind, und zu Recht. Denn sie sind in Wirklichkeit große Risiken eingegangen, während diese Investoren sich im Grunde an allen bereichert haben. Weil es dort nicht um Geld geht, sondern um die Einstellung geht, wo richtig ist, wo gut, wo positiv ist. Ja, und dass das Volk das schon erkennt, langfristig gesehen, aber kurzfristig, weil du sagst, wie schnelllebig, da wird das dann übersehen, und dass dann eben auch solche Leute, die eigentlich nur ausbeuterisch unterwegs sind, Achtung bekommen. Aber dass da auch... Genau so ist. Ja. Wenn du jetzt da Nachrichten geschaut hast, wir haben 300, die reichsten von der Schweiz, es sind 300 Personen. Die haben jetzt 850 Milliarden. So wie es in den Nachrichten gekommen ist vor 2 Tagen. Mit Sicherheit mehr, aber gehen wir mal davon aus. Ja. Und da wird Achtung entgegengebracht, was in Wirklichkeit nicht ist. Nein. Es ist nicht ehrlich, sondern es ist verlogen, es ist betrügerisch und so weiter und so fort. Ja, genau, die Medien sind da im Grunde verlogen und heuchlerisch. Und das wird den Leuten indoktriniert. Oder? Da wird etwas gemacht, da wird eine Meinung gemacht, oder, wo in Wirklichkeit nichts anderes als Neidung ist. Nicht. Ja. Ich frage das deswegen, könnten jetzt Leute sagen, hat ja nichts mit der Lehre zu tun, und das ist ja, geht's ums Geld. Aber Geld hat mit der Lehre zu tun. Ja. Du sollst dann grundsätzlich sollst du jeden Mensch, ob reich oder arm, sollst du genau gleich behandeln. Ob er gläubig ist oder nicht gläubig ist, du sollst ihn als Mensch behandeln. Da spielt weder der Glaube, weder die Religion, noch irgendein Mammon oder sonst irgendetwas, eine Rugel, eine Wichtigkeit oder was es dann ist, oder es ist für alle zusammen genau dasselbe. Ja. Der Mensch ist ein Mensch und nicht mehr, ob er reich oder arm ist. Und das ist ja das, was wichtig ist. Und als Mensch soll der Mensch behandelt werden. Und nicht nach seinem Reichtum, nach seinem Mammon, den er hat, oder nach seinem Titel, den er hat, oder sonst weiss der Teufel was. Oder Schauspieler ist, oder Klon ist, oder Politiker ist, oder. Ja, auch eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Ja. Die darf nicht materialistisch sein. Das funktioniert sonst. Also langfristig kann das nicht funktionieren. Das wird immer wieder den Bach runtergehen. Ja. Und daher. Und darum hast du einen Streit, darum hast du Krieg und so weiter und so fort. Ja. Oder? Weil der Mensch nicht als Mensch behandelt wird, als das, was er wirklich ist, und gleichberechtigt ist wie der andere.
derjenige soll nicht mehr Recht haben, der Milliarden hat, als der überhaupt nichts hat. Oder? Er ist genau gleich wie der andere. Ja. Er ist, Aber sie kommen da eigentlich fast immer davon. Es sei denn, sie legen sich mit eben noch mächtigeren an, ja, wie das Jack Ma oder so, dieser chinesische Geschäftsmann, der hat sich halt kritisch geäußert mal, also halb kritisch, das war nicht Schlimmes, aber also meinte, das Geldsystem sollte geändert werden oder verbessert werden, wie auch immer. Und dann ist er ganz schnell von der Bildfläche verschwunden. Da hat er sich halt mit der kommunistischen Partei angelegt. Ne? ja. Aber ansonsten können die machen, was sie wollen. Ja. Und ja, kommen immer davon. Also Ich finde einfach das beste System, das hat wirklich ein paar Jahre keinerlei Geld. ja, natürlich ist das Beste. Und du schreibst ja auch, wir werden zweimal das Geldsystem abschaffen, aber es wird ja auch trotzdem immer wieder kommen. Ja. Das heißt, dass das einfach in der Zukunft auf unserem Planeten einfach ein Fakt ist. Ja, das ist einmal gewesen, aber es ist dann einfach einmal gewesen, aber wie lange das noch geht, bis es so weit kommt, ob der Erde dann noch besteht oder nicht, das weiß ich ja nicht. Ja, aber es zeigt ja, dass das Geld auf diesem Planeten immer eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, Und das ist von alters her so gewesen, oder? Wo die verrückte Idee wo ist, Geld fabrizieren. Und das hat sich bis heute erhalten und ist immer schlimmer und schlimmer geworden. ja, denn im Mittelalter durfte kein Zins erhoben werden. Ja. Was viel besser ist, was eben Ja. nicht zu diesem Gefälle führen kann. Ja. Dass dann eben Leute, die für nichts tun, immer reicher werden Ja, und die anderen immer ärmer. ja. Weil, Das ist heute sehr weggeprägt. Es ist eine helle Katastrophe geworden. ja, also bis zu 20%. Ja, ja, weißt du, dahinter steht Kredite. noch der Staat. Wenn du jetzt schaust, was da geht und läuft, wir haben Militär, wir haben Armee. Das Volk muss zahlen für die Armee, für nichts und wieder nichts, um Krieg zu führen. Und die Schweiz will jetzt wieder die Armee aufrüsten, noch mehr aufrüsten, als dass sie schon aufgerüstet ist. Und für das will sie jetzt die Mehrwertsteuer wieder Erhöht. anheben. Ja. Oder? Es ist eine Volksausbeuterei für diejenigen, die oben durchhocken und ein grosses Maul haben und meinen, sie seien wertvoller als jeder andere Bürger, der weniger Geld hat, der weniger zu sagen hat, als sie zu sagen haben. Oder? Es ist, das Volk wird ausgebeutet. Ja, bis aufs Blut. Also, Ja, bis aufs Blut. Und das Volk ist gleichgültig geworden und tut sich nicht wehren dagegen.